Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande. Wir wollen unser Fahrrad verkaufen. Ah, du auch? Cool. Aber niemand, wirklich niemand möchte so eine Anzeige sehen. Da ist wirklich alles falsch. Und in diesem Video wollen wir einmal sehen, wie es besser geht. Der Titel ist falsch, das Bild ist abfotografiert von irgendeiner WhatsApp-Nachricht oder so. Der Preis ist völlig überzogen. Es sind keinerlei Informationen drin. Der Typ ist falsch angegeben. Naja, löschen wir das schnell mal, bevor das irgendjemand ernst nimmt. Ja, Anzeige löschen. Puh. So, und jetzt können wir uns mal mit dem Thema auseinandersetzen, wie man eigentlich 2024 und 2025 so ein E-Lastenrad verkaufen kann. Zunächst solltest du dich natürlich für eine Verkaufsplattform entscheiden, je nachdem, was für ein Publikum du ansprechen möchtest. Es gibt für die verschiedensten Produkte die verschiedensten Gebrauchtverkauf- und Kaufplattformen. Im Fahrradbereich gibt es da zum Beispiel Bicycle, die dich bei dem Verkaufsprozess unterstützen, dir einen Karton zu schicken und womit du ein Publikum in ganz Europa erreichen kannst. Bicycle richtet sich aber eher an Sporträder, Mountainbikes und weniger an solche großen Lastenräder, weil die kann man halt nicht einfach mal in einen Karton stellen. Dann gibt es noch Upway zum Beispiel. Das ist ein Unternehmen, das kauft E-Bikes, richtet die her und verkauft sie dann über eine Online-Plattform. Und sowas wie Upway gibt es auch in verschiedenen Städten und Orten als kleinere Läden. Also Läden, die gebrauchte Fahrräder und E-Bikes aufkaufen, sie herrichten und dann in ihren Läden verkaufen. Auch wenn das der bequemste Weg ist, so ein Fahrrad loszuwerden, ist das nicht unbedingt für dich persönlich der lukrativste. Aber ich habe da mal mit einem Profi drüber gesprochen. Hallo! Hallo, Tim. Was ist jetzt, wenn jemand bei euch in den Laden kommt und ein Rad irgendwie verkaufen möchte? Wir nehmen natürlich auch Räderzahlung, muss man sagen, und gucken uns das natürlich vorher an. Ja. Und es gibt natürlich immer die Frage, will man das bei uns in Zahlung geben, auf einem kurzen und schnellen Weg, oder will man es privat verkaufen? Ja. Und dann fragen Leute natürlich immer, was kann man dafür nehmen und wie kommt man zum guten Preis? Und dann habe ich immer meine Faustregel, sage ich immer. Neupreis, Ja. minus 30%, minus Zustand. Ja. Zustand heißt immer Baujahr, Laufleistung, Lackzustand, Anbauteile, Bremse, Schaltung und so weiter. Und dann hat man einen ganz guten Wert für einen Preis, den man privat verlangen kann. Ja. So. Wir als Händler natürlich, wenn wir es in Zahlung nehmen, müssen ein Jahr Garantie geben, wenn wir es verkaufen wollen. Oder Gewährleistung. Gewährleistung. Ja. So, und es ist auch in unserem Bestreben, wenn wir ein gebrauchtes Rad verkaufen, dass wir dann auch gucken, dass es wirklich tipptopp in Ordnung ist. Also man muss ja mal sehen, man nimmt den Zahlungsnahmepreis, dann 2-3 Arbeitsstunden, Verschleißteile müssen teilweise neu gemacht werden, ein paar frische Griffe, ein paar schöne neue Pedalen, neuer Sattel. Ja. Ja, muss mal richtig gewaschen werden, das Rad. So. Und dann kommt natürlich immer der Kunde, den man beraten muss. Und dann ist es ja nicht mal, ach, hast ein gebrauchtes Rad, nehme ich gleich mit, sondern ich suche ein gebrauchtes Rad, aber ich stelle mir ja auch was vor und das soll nicht so viel kosten und es soll aber schon das haben. Ja, und das braucht Zeit. Und dann muss es der Kunde für sich entscheiden. Macht er sich denn die Arbeit, privat mal zu verkaufen, über eBay Kleinanzeigen zum Beispiel? Oder sagt er, komm, ich gebe es bei euch in Zahlung, bin's los und hab schnell ein neues Rad. Und wenn ich jetzt ein Fahrrad verkaufen möchte, ich weiß aber nicht, wie der Zustand genau ist. So, kann ich dann auch mal zu euch kommen mit dem Rad und ihr checkt das einmal durch und macht eine Liste von Dingen, die gemacht werden müssten? Klar. Klar, also ich gebe ganz oft neutrale Meinungen ab und sage, also bringen Sie es vorbei, wir gucken uns das mal an, können ja was neutral zum Gesamtzustand sagen und können ja auch den Leuten sagen, also wenn Sie es verkaufen, vielleicht da und darauf hinweisen. Ja. Das machen wir natürlich auch, klar. Ja. Also dafür sind wir einfach, sage ich immer wieder, ein neutraler, freier Händler und geben unseren Senf gern mit dazu. Ja. Was manchmal Sinn macht, ist eine andere Sache, aber wir können ja erstmal was dazu sagen und wollen einfach Hilfestellung geben. Ne? Ja. So. Also wir haben auch oft schon unter Kunden beratend geholfen. Ne? Das heißt, der eine möchte verkaufen, der andere sucht gerade eins und dann haben wir die zusammengeführt. Okay, ja. Oder ein bisschen das kommentiert sozusagen. Ja. Gut, das machen sicherlich nicht alle Händler so, aber es gibt, glaube ich, in jeder Stadt Händler, die halt so drauf sind wie ihr. Ja, man muss da ein bisschen Lust zu haben auch. Dafür schon mal vielen Dank, Robert. Ja, bitte. Wir trinken jetzt erstmal einen Kaffee. Ja.
Eine weitere Möglichkeit sind natürlich klassische Kleinanzeigen im Supermarkt, Aushänge, wo ihr dann ein Bild anhängen könnt und eine kurze Beschreibung. Und im größeren Stile sind das natürlich andere große Kleinanzeigen-Plattformen. Und da gibt es gerade bei solchen Produkten wiederum 2 weitere Strategien. Denn es handelt sich natürlich um gebrauchte Produkte. Und gebrauchte Produkte unterliegen einfach einem gewissen Verschleiß und ihr kennt eure eigenen Dinge, die ihr so nutzt, am besten. Und ein potenzieller Käufer muss diese Geschichte auch kennen. Unser Urban Arrow hier zum Beispiel hat schon sehr, sehr viel gesehen. Und um ehrlich zu sein, haben wir es in der letzten Zeit etwas vernachlässigt. Und wir wollen jetzt einmal durchgehen, welche Mängel dieses Fahrrad hat, die ich kenne. Und dann mal sehen, wie wir damit umgehen wollen. Also zuallererst hier vorne haben wir ein defektes Schutzblech. Die vordere Bremse, die kreischt mehr, aber bremst kaum. Das sieht alles nicht mehr so sauber aus. Dann haben wir hier sehr, sehr verschlissene und unschöne Griffe. Dann haben wir hier eine lose Akkuhalterung, weil uns der vorherige Akku einmal rausgebrochen wurde und geklaut wurde. Hier ist das Hinterrad nicht hundertprozentig drin und schleift etwas am Rahmen. Hier unten gibt es etwas Aluminiumkorrosion. Dann sieht der Ständer hier unten nicht mehr ganz so gut aus. Hier ist er schon mal gegengeschraubt. Auf der Unterseite ist das Ganze natürlich auch nicht hundertprozentig sauber. Hier ist der Sticker so ein bisschen abgegangen. Hier haben die Kinder sich eine kleine Portion genommen. Das Regenverdeck, das hat hier einen Riss und funktioniert noch, aber ist halt nicht super schön. Auf der Rückseite fehlt dann hier einer der Reflektoren. Das Rad ist in einem Zustand, wie es fahrbereit ist. Aber würdest du das Rad so kaufen wollen? Vielleicht hast du selber keinerlei Ambitionen, an dem Fahrrad zu schrauben. Deine Werkstatt hat dir schon gesagt, dass die Reparatur dieser ganzen Teile ziemlich teuer wäre und sich das für dich im Endeffekt nicht lohnt, für die Reparatur zu bezahlen, um dann einen höheren Preis für das Fahrrad zu erzielen. Du könntest also das Fahrrad jetzt so nehmen, mit all den Mängeln, es ins Internet reinstellen und dann auch alle Mängel benennen und das zum Beispiel als Fahrrad für Bastler verkaufen. Aber dann müsst ihr natürlich davon ausgehen, dass ihr sehr wenig Geld für euer Produkt oder für euer Fahrrad bekommt. Was natürlich verhindert, dass das Fahrrad so stark verschleißt, ist einfach regelmäßige Wartung, das Fahrrad regelmäßig zur Inspektion zu geben und generell halt ein bisschen darauf aufzupassen, dass es nicht allzu sehr verschleißt. Und das ist das perfekte Stichwort für den Sponsor des heutigen Videos, nämlich helden.de. Bei helden.de gibt es nämlich nicht nur verschiedene Versicherungen rund um Hausrat, Haftpflicht etc., sondern auch eine Fahrrad- und E-Bike-Versicherung, die auch Verschleiß mit abdecken kann. Das könnt ihr je nachdem, wie alt euer Fahrrad ist, auswählen und bietet euch die Möglichkeit, diese ganze Verschleißgeschichte so einfach wie möglich abdecken zu können. Und das Coole ist, helden.de ist nicht nur fair und transparent in den Versicherungsbedingungen, sondern hat auch einen Community-Gedanken. Denn immer wenn ihr eine Versicherung bei helden.de abschließt, bekommt ihr einen Heldencode, den dann eure Freunde und Verwandten dafür verwenden können, um bei ihren Versicherungen bei helden.de zu sparen und ihr habt auch noch was davon. Und damit du jetzt nicht leer ausgehst, wenn du eine Versicherung abschließen möchtest, nutzt doch gerne den Code, den ich unten verlinkt habe, RBND4, um einen Monatsbeitrag pro Jahr auf jede Versicherung bei helden.de zu sparen. Also vielen Dank an helden.de für den jahrelangen Support der Radelbande. Aber ebenso jahrelang haben wir das Thema Verschleiß, um ehrlich zu sein, so ein bisschen vernachlässigt und das Rad ist in dem kompletten letzten Jahr auch gerade mal so 40, 50 Kilometer bewegt worden. Deswegen gibt es jetzt die zweite Möglichkeit. Wenn ihr fahrradaffin seid und wenn ihr gerne daran bastelt, dann könnt ihr natürlich daran gehen und alle Mängel selber beseitigen, um den bestmöglichen Preis für euer Fahrrad rauszuholen.
Ja, da ist definitiv was abgebrochen. Hier sind so richtige tiefe Kratzer, da wurde offenbar der Kuhfuß dran gesetzt und dann der Akku einfach rausgehebelt. Also, ja, ihr verdammten... Perfekt. Sonst ist das Rad jetzt soweit fertig, dass ich da gleich mal eine Probefahrt mitmache. Einmal das Regenverdeck zu der Sattlerin bringe und wir fahren dann einmal zu Robert Willert, um den vorherigen Teil dieses Videos aufzunehmen. Inception und so. Es fährt sich übrigens sehr gut. Es fährt sich sehr, sehr gut. Gucken wir uns mal das Rad einmal genauer an. Und ein Tipp, den ich für euch habe, wenn ihr so ein E-Bike verkaufen wollt, mit normalen Fahrrädern ist das nicht unbedingt relevant, aber mit E-Bike, einmal das Rad auslesen lassen, den genauen Kilometerstand, den Zustand des Akkus ermitteln etc., damit ihr auch was in der Hand habt, um den InteressentInnen zu zeigen, wie der tatsächliche Zustand der ganzen Elektronik ist, weil das sind nachher die Teile, die besonders teuer sind, wenn die ersetzt werden müssen. Und ich bin mal gespannt, was der Computer jetzt ausschmeißt. Kennwort ist Kennwort 1, 2, 3. Oh, was ist denn da los? Oh. Antriebseinheit, Drehzahlsensor, Fehler, eingeschränkte Motorunterstützung. Dann schmeißen wir das erstmal raus. Und da will er wahrscheinlich ein Update wissen wollen. Was haben wir denn hier für Infos? Also aktuelle Temperatur 1,8, genau. Das ist immer ganz spannend. Maximal und minimal. Also das ist eigentlich alles im Rahmen. Das ist mal hier im Sommer entstanden. Und das jetzt vor kurzem. Das ist weniger, also schlecht ist, wenn er jetzt minus 8 Grad stehen würde. Ja, also okay. Und deswegen ist das alles total... Anzahl voller Akkuladezyklden? 19. Sagt er uns. So. Ja gut, den haben wir Mitte letzten Jahres gekauft. Das kann durchaus sein. Ja. Tillmann. So, mehr gibt es ja nicht. So, das drucken wir doch mal. Oh, nächster Service. Mit 22, 5000 Kilometer. Service-Stau. Können Sie das nochmal zurücksetzen, Herr Willert? Ich habe gerade einen Service gemacht. Ja, natürlich. Ja, habe ich. In der Habe ich im Video. Ja. Tim, bei der Radebahn. Das ist auch ein gewerblicher Fahrrad. Also ich mache was mit Fahrrädern. Okay. Kann ich da mal Ihre Gewerbeanmeldung für sehen? Ja, kann ich Ihnen nachreichen. Reiche ich definitiv nachher. Ich danke. So, jetzt drucken wir das erstmal aus. Gucken wir mal. Hier, das ist doch der interessante. Ja. Ja, ne? So viel dazu. Recycling Club, würde ich sagen. Oh, bei 690 Kilometer aus. Und Eco 5,2. Ja, was ist denn da passiert? Das ist ja hier. Das ist ja 6. Also, ja, immer Turbo. Ich wollte sagen, also es hat 4 Fahrstufen, wie man hier nochmal sieht. Aus und an. Nee, ansonsten ist aber erstmal alles in Ordnung. Schön. Gut. Am nächsten Morgen. Und dann geht es um einen der wichtigsten Aspekte bei solchen Kleinanzeigen überhaupt, und das sind gute Bilder. Und da gibt es mehrere Dinge zu beachten. Auf der einen Seite braucht ihr dafür keine Spiegelreflexkamera oder schweres Gerät, sondern nehmt das, was ihr habt, euer Smartphone. Selbst ein 5, 6 Jahre altes Gerät kann Bilder in einer hohen Auflösung machen. Der zweite Punkt ist für gute Bilder: macht das Produkt richtig sauber. Egal, ob ihr es als defekt verkaufen möchtet, egal, ob ihr es als Bastlerfahrzeug oder Bastlerfahrrad verkaufen wollt oder jetzt alles einmal sauber oder alles fertig gemacht habt, macht es einmal richtig sauber, weil dann kann man auch alle positiven, alle negativen Aspekte an diesem Produkt sehen. Und wenn ihr selber daran schrauben wollt, dann lohnt sich das sowieso, das sauber zu machen, weil ihr dann nur an der einen oder anderen Stelle vielleicht nachwischen müsst. Also ein sauberes Produkt kommt auf Bildern natürlich auch noch deutlich besser rüber. Und der dritte Punkt ist, sucht euch einen hellen Ort mit einem ruhigen Hintergrund. Und das ist in 99% der Fälle nicht drinnen. Ich habe jetzt hier ein Studio mit viel Licht. Ich könnte die Bilder natürlich hier drin machen, aber draußen ist einfach viel, viel mehr Licht als in jedem Innenraum. Auch wenn die Sonne nicht scheint. Wenn die Sonne scheint, würde ich mir sowieso ein schattiges Plätzchen suchen mit einem konsistenten Schatten und ohne, dass irgendwo Licht ins Bild fällt, weil dann blutet das Bild eventuell aus, sondern
Das Allerbeste ist, wenn ihr einen wolkigen Tag habt, sucht euch eine Stelle mit einem ruhigen Hintergrund, weil ansonsten das Ganze zu unruhig wird und der Fokus eben von dem Produkt an sich weggeht. Ich würde auch nicht empfehlen, einen unruhigen Hintergrund damit auszugleichen, indem ihr eine eventuell vorhandene Porträtfunktion bei eurem Smartphone nutzt, weil dann einfach zu viele Details verloren gehen könnten. Sondern nutzt die Kameralinse bei eurem Telefon, das einfach die höchste Auflösung bietet. Und ein weiterer Punkt ist, macht nicht nur ein Foto. Ich sehe so viele Anzeigen, wo einfach sehr wenig Bilder drin sind und man aus den Bildern nur sehr wenig Informationen ziehen kann. Macht 20, 30, 50 Bilder. Selbst wenn ihr die nicht alle in der Anzeige verwenden könnt, kommt es doch immer wieder mal zu Fragen von Interessierten, die ihr dann einfach auch mit einem Bild schon füttern könnt und dann nicht nochmal extra irgendwie zu dem Fahrrad laufen müsst, um ein Bild davon zu machen, sondern macht einfach so viele Bilder und so detaillierte Bilder wie möglich. Macht auch nicht 7-mal das gleiche Bild, sondern in verschiedenen Winkeln, von vorne rechts, so einmal quasi um das Fahrrad herum und dann auch einige Detailaufnahmen. Auf der einen Seite von den Features, auf der anderen Seite aber auch von Punkten, die vielleicht nicht so gut sind, die vielleicht ein bisschen verschlissen sind, sodass die Leute, wenn sie dann zu einer Probefahrt zum Beispiel kommen, dass sie dann nicht enttäuscht sind, weil es auf den Bildern ja ganz anders aussah als in echt. Und dann nutzt für die Anzeige auch so viele Bilder wie möglich. Wenn 10 Bilder möglich sind, setzt 10 Bilder rein. Wenn 20 Bilder möglich sind, setzt 20 Bilder rein, außer es ist halt wirklich redundant. Aber hier gibt es ja einiges zu sehen. Jetzt sind wir hier in dieser Maske und wir machen das jetzt mal zusammen. Und einer der wichtigsten Punkte ist natürlich der passende Titel. Erstmal keine Rechtschreibfehler einzubauen. Urban Arrow Family. Und dann kann man schon im Titel einige interessante Details erwähnen. Zum Beispiel Bosch Performance CX Typ Lastenräder. Ja, genau, da muss man immer den Zustand bewerten und da mein Tipp, macht das ehrlich. Das hier ist definitiv kein sehr gut gepflegtes Fahrrad. Es ist aber auch jetzt nicht so, dass man da irgendwie erst aus 10 Meter Entfernung denkt, dass es gut aussieht. Deswegen ist es schon insgesamt in einem guten Zustand. Details auf Bildern und in der Beschreibung. Wie gesagt, das ist natürlich ganz wichtig. Nur Abholung. Zum Preis kommen wir gleich noch. Und jetzt zur Beschreibung. Da habt ihr 2 Möglichkeiten, entweder richtig Prosa oder kurz und bündig die Daten und Fakten zu nennen. Prosa würde ich nur dann schreiben, wenn es wirklich viel zu erzählen gibt. Bei diesem Rad gibt es ja tatsächlich ein bisschen was zu erzählen und deswegen schreibe ich das jetzt mal. Schreibt so ein bisschen was darüber, was ihr mit dem Rad erlebt habt, was ihr damit alles gemacht habt und auch eine ehrliche Zustandsbeschreibung. Und jetzt habe ich geschrieben, dass ich den Service in Eigenregie gemacht habe, dass ich jetzt vor kurzem erst einen frischen Service gemacht habe und natürlich die Kilometerlaufleistung. Dann bin ich ein bisschen auf die Ausstattung eingegangen und achtet da auch darauf, dass ihr die richtigen Werte nehmt. Also das hier ist hier ja der alte Motor mit 75 Newtonmeter Drehmoment und dann auch haben wir ja bei der Werkstatt einmal in dem Servicebericht gesehen, dass da ein Fehler vorhanden war. Den haben wir gelöscht und ich habe auch keinerlei Fehler irgendwie festgestellt. Aber es kann natürlich sein, dass da ein Fehler da war. Und da sind wir jetzt bei dem Punkt der Gewährleistung. Gewährleistung ist zu unterscheiden von einer Garantie. Eine Gewährleistung ist eine gesetzliche Anforderung, die ihr als Privatverkäufer ausschließen könnt. Und eine Garantie ist eine freiwillige Zusatzleistung. Also Gewährleistung bezieht sich immer auf das Produkt, auf den Zustand des Produkts, so wie es jetzt gerade ist. Eine Garantie bezieht sich immer auf das, was zukünftig noch kommt. Bei einem gebrauchten Produkt kann immer mal irgendwas passieren, aber die Frage ist, wie ist der Zustand bei Kauf? Und wenn ich jetzt von diesem Fehler weiß, und ich habe das ja gefilmt, das war ja in diesem Video mit drin, dann müsst ihr den immer reinschreiben. Denn auch wenn ihr die Gewährleistung ausschließen könnt,
heißt das nicht, dass ihr automatisch aus dem Schneider seid. Ihr könnt nämlich trotzdem für Fehler haften, wenn ihr diese Fehler verschweigt, wenn ihr davon wisst und dem Interessenten nichts davon erzählt. Dann haftet ihr auch, wenn ihr die Gewährleistung ausschließt. Das ist ganz, ganz wichtig für euch zu wissen und weswegen ihr immer komplett ehrlich sein müsst, wenn ihr etwas gebraucht verkauft. Deswegen habe ich das hier reingeschrieben und dann natürlich auch, dass es einfach gewisse Fehler hat, das Fahrrad. Und das habe ich dann natürlich auch dann in den Bildern dementsprechend mit abgebildet. Hier unten würde jetzt halt normalerweise dann stehen hier Gewährleistung, Rücknahme, Garantie sind ausgeschlossen. Dies ist ein Privatverkauf. Das Problem ist, das hier ist kein Privatverkauf. Ich habe das Fahrrad auf die Firma gekauft. Ich habe es noch nicht in mein Privatvermögen überführt und deswegen verkaufe ich das auch gewerblich. Dadurch, dass ich jetzt kein Privatverkäufer bin, sondern gewerblicher Verkäufer, schreibe ich das auch rein. Mehrwertsteuer. Must. Jetzt ist es so, dass es um den Preis geht. Und das ist natürlich wirklich tricky. Welchen Preis nimmt man da? Und da gibt es wiederum zwei Strategien. Entweder man setzt den Preis hoch an und sagt, ich kann ein bisschen warten, ich kann auch ein bisschen verhandeln. Oder ihr setzt den Preis besonders niedrig an, damit das Rad möglichst schnell weggeht. Ich habe jetzt mal so ein bisschen geguckt, in welchem Preisbereich ältere Urban Arrows so weggehen und oder für welchen Preis die online sind. Und ich habe hier eins gefunden für 3.300 Euro, 3.850 Euro, für 3.200 Euro. Ein älteres, das sieht man hier, für 2.800 Euro. Hier ist dann eins für 3.300 Euro, allerdings ohne Regenverdeck. Das würde dann noch oben drauf kommen. Deswegen setze ich jetzt mal einen Preis von 3.750 Euro an. Und sage aber, und das ist so ein bisschen eine philosophische Frage, ob das ein Festpreis sein soll oder ein VB-Preis. Meiner Erfahrung nach fangen die Leute auch beim Festpreis an zu handeln. Und für mich ist das auch völlig in Ordnung. Schreibt mir Angebote, selbst wenn die gering sind. Ja, es nervt, ganz viele blöde Angebote, ganz viele blöde Nachrichten zu bekommen, aber ihr müsst die nicht alle beantworten. Wenn ihr blöde Nachrichten bekommt, die so völlig Lowball-Angebote, dann beantwortet ihr einfach nicht. Die Straße gebe ich natürlich nicht an, das würde ich niemals angeben, sondern nur die Postleitzahl. Ich gebe auch nicht meinen kompletten Namen an, sondern nur den Vornamen. Wenn ihr die Anzeige seht und das Rad kennt, dann wisst ihr natürlich, wer dahinter steckt. So wird diese Anzeige aussehen, sobald die online ist. Also ist vielleicht nicht der allerschönste Hintergrund, es sieht grau aus, aber es sind halt wenig Schatten da. Wenn man hier so die Bilder durchgeht, dann kriegt man einen ganz guten Eindruck von dem Bike. Und wenn dieses Video online ist, dann findet ihr die Anzeige zu unserem Urban Arrow unten in der Videobeschreibung. Natürlich ist dieses Video auch so ein bisschen Werbevideo, dieses Fahrrad hier zu kaufen, aber im Endeffekt hoffe ich, dass ihr einiges gelernt habt davon, dass ihr jetzt so ein bisschen Inspiration habt, bei den nächsten Kleinanzeigen etwas gründlicher vorzugehen und vielleicht auch das verstaubte Rad, das ihr jetzt noch im Keller stehen habt, einmal fertig zu machen und dann das Schmuckstück doch noch zu veräußern. Also, mich würde mal sehr interessieren, was ihr dazu sagt. Schreibt es mal unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt und wenn ihr dabei sein wollt. Wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist, dann nicht mehr mit diesem Bike, dann abonniert den Kanal. Tschüss. Bis dann.